Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Lerneinheit. Ja, hallo auch von mir. Schön, dass du wieder dabei bist und mit uns Deutsch lernst. Heute ist schon Tag 52. Wahnsinn, oder? Wir lernen jeden Tag 15 neue Wörter, das ist wirklich toll. Ja, unglaublich. Schon Tag 52. Bis Tag 60 bleiben wir ja noch auf Niveau A2 und danach gehen wir dann gemeinsam auf das nächste Level B1. Das wird sicher spannend für dich. Absolut. Und denk dran, du kannst auch die Shadowing-Technik benutzen, also das heißt, wiederhole die Sätze einfach laut nach uns. Genau, Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Sprich uns einfach nach, so ganz entspannt in deinem Tempo. Das ist eine super Übung, auch für die Aussprache. Das Thema für heute ist Grundwortschatz einkaufen, Teil 2. Das ist speziell für dich als Deutschlernende oder Deutschlernender auf Niveau A2. Genau. Wir helfen dir, 15 wichtige Wörter rund ums Einkaufen zu verstehen und anzuwenden. Gestern hatten wir ja schon Teil 1 und heute machen wir da einfach weiter. Und wie immer gilt, wenn wir alle 15 Wörter richtig gut und klar erklärt haben, dann erzählen wir euch am Ende wieder eine kleine Alltagsgeschichte. Ja, genau. So siehst du, wie die Wörter zusammen funktionieren und, im Kontext verwendet werden. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Fangen wir direkt an mit einem Ort, den viele mögen, besonders am Wochenende, der Markt. Ah ja, der Markt. Auf Englisch sagt man Market. Märkte sind ja in Deutschland oft mittwochs und samstags, kennst du bestimmt. Stimmt. Ein einfacher Satz dazu wäre, am Samstag gehe ich gerne auf den Markt. Das ist wirklich eine schöne Wochenendaktivität. Und auf dem Markt oder natürlich auch in einem normalen Geschäft, da arbeitet oft die Verkäuferin. Stimmt, die Verkäuferin. Das ist die Saleswoman auf Englisch. Sie hilft den Kunden also. Ja. Na, zum Beispiel. Die Verkäuferin ist sehr freundlich. Freundliche Verkäuferinnen sind ja super. Und wer kauft die Sachen? Das ist der Kunde. Genau, der Kunde. Oder eben die Kundin, wenn es eine Frau ist. Auf Englisch, Customer. Ein ganz typischer Satz ist, der Kunde fragt nach dem Preis. Das macht man ja oft beim Einkaufen, klar. Wenn wir im Geschäft sind, wo stehen die Produkte denn meistens? Oft in einem Regal? Das Regal? Richtig. Das Regal, Englisch Shelf. In einem Supermarkt gibt es ja ganz viele Regale. Zum Beispiel, die Nudeln stehen im Regal oben rechts. Manchmal muss man halt ein bisschen suchen. Das stimmt. Und was für den Kunden oft sehr wichtig ist, das hast du eben schon erwähnt, das ist natürlich der Preis. Für die Jacke ist zu hoch. Tja, dann kauft man sie vielleicht nicht. Bevor man sich entscheidet und den Preis bezahlt, muss man aber oft erstmal eine Wahl treffen. Das passende Verb dazu ist auswählen. Ah, unser erstes Verb heute, auswählen. Auf Englisch wäre das to choose oder select. Wichtig ist auch die Vergangenheitsform, das Perfekt, hat ausgewählt. Genau. Ein Satz im Präsens wäre, ich muss noch ein Geschenk auswählen. Das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Oh ja, Geschenke auswählen kann dauern. Und im Perfekt könnte man fragen, hast du schon etwas Schönes ausgewählt? Stell dir vor, du stehst vor vielen leckeren Kuchen. Da muss man auswählen. Kuchen. Ja, da muss man gut auswählen, stimmt. Manchmal sucht man ja auch was ganz Bestimmtes im Laden und es ist nicht sofort da. Man muss es erst finden. Das nächste Verb, finden. Englisch, to find. Das Perfekt ist hier unregelmäßig, hat gefunden. Kennst du sicher, so ein alltäglicher Satz. Ich kann meine Schlüssel nicht finden. Passiert dir das auch manchmal? Oh ja, leider viel zu oft. Aber zurück zum Einkaufen. Im Perfekt zum Beispiel, er hat endlich die passende Hose gefunden. Das kann nach langer Suche echt ein Erfolgserlebnis sein. Das glaube ich. Und wenn es mehrere ähnliche Dinge gibt, also Hosen, Handys oder eben Äpfel auf dem Markt, dann sollte man sie vielleicht vergleichen. Guter Punkt. Das Verb ist vergleichen. Englisch to compare. Das Perfekt ist auch hier unregelmäßig, hat verglichen. Ein wirklich wichtiger Tipp. Du solltest die Preise vergleichen, bevor du kaufst. Das ist wirklich oft sinnvoll, ja. Im Perfekt zum Beispiel, wir haben die Angebote genau verglichen. So trifft man dann eine gute Entscheidung. Hoffentlich. Genau. Heutzutage kauft man ja nicht immer direkt im Laden. Manchmal muss man etwas bestellen. Zum Beispiel online. Das machen ja viele. Stimmt, das ist unser nächstes Verb. Bestellen. Englisch
To order. Das Perfekt ist hier regelmäßig. Hat bestellt. Im Restaurant zum Beispiel, ganz klassisch. Ich möchte einen Kaffee bestellen. Und beim Online-Shopping. Sie hat das Buch online bestellt. Das ist natürlich sehr bequem, so von zu Hause aus. Sehr praktisch. So, und was ist, wenn man etwas gekauft hat, aber es passt nicht oder gefällt einem doch nicht so richtig? Dann kann man es hoffentlich umtauschen. Ja, das ist gut zu wissen. Umtauschen, das ist unser letztes Verb für heute. Englisch wäre das to exchange oder auch return. Das Perfekt ist, hat umgetauscht. Genau. Im Geschäft kann man dann fragen, kann ich diese Schuhe bitte umtauschen? Oder man erzählt es später jemandem. Ich habe die Bluse gestern umgetauscht. Wichtig ist meistens, den Kassenbon dabei zu haben. Stimmt, der Kassenbon. Okay, das waren jetzt alle Nomen und Verben für heute. Bevor wir mit den Adjektiven weitermachen, eine kurze Sache. Ja? Wenn dir diese Art zu lernen gefällt, also hier mit uns, dann abonniere doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das motiviert uns wirklich sehr. Ja, vielen Dank dafür. Das hilft uns. Okay, machen wir weiter mit den Adjektiven. Wenn etwas nicht viel kostet, also nicht teuer ist, dann sagen wir, es ist Günstig. genau, günstig. Englisch affordable. Das hört man noch gerne beim Einkaufen. Zum Beispiel, das T-Shirt war sehr günstig. Da freut sich der Geldbeutel. Das stimmt. Ein ähnliches Wort, das auch einen guten Preis beschreibt, aber vielleicht noch mehr betont, dass man gute Qualität für sein Geld bekommt, das ist preiswert. Richtig, preiswert. Englisch? Reasonably priced. Es bedeutet also nicht nur billig, sondern das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Stimmt's? Genau. Ein Satz dazu wäre: Das Mittagsmenü in diesem Restaurant ist wirklich preiswert. Ah, das ist ein guter Unterschied zu günstig. Verstanden. Nächstes Adjektiv. Wenn man etwas noch gut benutzen kann, auch wenn es vielleicht alt ist oder nicht mehr perfekt aussieht, dann ist es brauchbar. Ja, brauchbar. Englisch usable. Manchmal muss ja nicht alles neu sein. Zum Beispiel: Dieser alte Stuhl ist nicht schön, aber noch brauchbar. Er erfüllt halt noch seinen Zweck. Genau. Und wenn etwas bei vielen Leuten sehr gut ankommt, also wenn viele Leute es mögen, dann ist es beliebt. Beliebt. Englisch popular. Zum Beispiel ein Eisgeschäft im Sommer. Kennst du sicher. Diese Eisdiele ist bei Kindern sehr beliebt. Da ist dann immer eine Riesenschlange davor. Oh ja, das kenne ich. Und das letzte Wort für heute beschreibt Dinge, die eben nicht neu sind, sondern schon jemand anderem gehört haben. Gebraucht. Richtig, gebraucht. Englisch second-hand oder used. Das wird ja immer populärer, finde ich. Stimmt. Zum Beispiel: Ich kaufe meine Bücher oft gebraucht. Das schont die Umwelt und oft auch den Geldbeutel. Super. Das waren sie schon, unsere 15 Wörter zum Thema Einkaufen für heute. Von Markt über Vergleichen bis hin zu gebraucht. Und wie versprochen kommt jetzt unsere kleine Alltagsgeschichte. Hier kommen alle neuen Wörter nochmal vor. Hör einfach gut zu und versuch mal, die Wörter zu erkennen. Okay, los geht's. Anna geht am Samstag gern auf den Markt. Sie liebt die frische Luft und die vielen bunten Stände dort. Heute sucht sie einen Stand mit leckeren Äpfeln, aber sie kann ihn zuerst einfach nicht finden. Der Markt ist heute auch wirklich sehr voll. Da sieht sie eine freundliche Verkäuferin an einem Käsestand. Anna fragt sie: Entschuldigung, wo finde ich denn hier Obst? Die Verkäuferin zeigt ihr netterweise den Weg. Super. Anna ist jetzt also Kundin am Apfelstand. Sie sieht die Äpfel in großen Körben, das sieht fast aus wie in einem kleinen Regal aus Holz. Es gibt 2 Sorten, rote und grüne Äpfel. Anna muss jetzt auswählen. Sie entscheidet sich für die roten. Die sehen lecker aus. Sie fragt den Verkäufer nach dem Preis. 1 Kilo für 3 Euro, sagt er. Oh, das ist aber günstig, denkt Anna. Der Verkäufer sagt noch: Die Sorte ist dieses Jahr besonders beliebt, wissen Sie? Sehr süß. Anna bezahlt die Äpfel. Neben dem Apfelstand sieht sie dann einen kleinen Tisch mit verschiedenen Dingen und dort liegt eine schöne Ledertasche. Sie ist eindeutig gebraucht, aber sieht noch richtig gut aus. Anna nimmt die Taschen mal in die Hand. Sie findet sie wirklich preiswert, also nicht zu teuer für Leder. Und für ihre Arbeit wäre sie sehr brauchbar, denkt sie sich. Sie überlegt kurz, ob man so eine Tasche vielleicht auch online bestellen könnte, aber ach, sie kauft sie lieber direkt hier auf dem Markt. Zufrieden geht Anna nach Hause. Aber beim Auspacken bemerkt sie dann: Oh nein, ein kleiner Riss im Futter der Tasche.
Sie beschließt, die Tasche morgen umzutauschen. Am Sonntag geht sie also zurück zum Marktstand. Der Verkäufer ist zum Glück wieder da. Er hat sogar noch eine ähnliche gebrauchte Tasche. Anna muss die neue Tasche nun aber genau mit der alten vergleichen, damit diesmal alles passt. Und sie hat Glück. Die zweite Tasche ist perfekt. Ende gut, alles gut. So, das war unsere kleine Geschichte. Hast du alle Worte erkannt? Von Annas Besuch auf dem Markt bis zum Vergleichen der Taschen am Ende. Wir hoffen, diese Geschichte hat dir geholfen, die Wörter nochmal im Zusammenhang zu sehen und ja, wie man sie benutzen kann. Wiederholung ist da echter Schlüssel. Jetzt bist du dran. Schreib doch bitte deine eigenen Sätze mit diesen Wörtern unten in die Kommentare. Wir sind gespannt. Ja, zum Beispiel, gehst du gerne auf den Markt? Hast du schon mal etwas Günstiges gefunden? Oder musstest du vielleicht schon mal etwas umtauschen? Erzähl mal. Genau. Wir freuen uns wirklich darauf, deine Beispiele zu lesen. Abonniert gern den Kanal und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr. Und nicht vergessen, das Thema von morgen ist auch wieder ein sehr spannendes Thema. Transport und Verkehr, Teil 2. Stimmt. Da sprechen wir über wichtige Worte rund ums Reisen, Fahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel. Also bleib unbedingt dabei. Das lohnt sich bestimmt. Tschüss und bis morgen. Viel Spaß beim Weiterlernen heute. Mach's gut und bis bald. Tschüss.